Im letzten Video hatten wir unser Robot Trading System mit MetaTrader verbunden und ich hatte bereits ein Konto bei RoboForex eingerichtet. Das ist der Broker, den ich normalerweise bevorzuge. Aber wir hatten ein Problem mit der Erkennung des Demokontos. Deshalb verwenden wir hier jetzt ein Original MetaQuotes Demokonto für die nächsten Wochen. Wir haben hier die ersten paar Trades zu verzeichnen. Jetzt möchte ich noch ein paar Einstellungen vornehmen. Wenn Sie mit der rechten Maustaste auf ein Chart klicken, können Sie zunächst einen Zeitrahmen auswählen. In meinem Fall verwenden wir eine Stunde und das ist auch das, was ich bei echten Konten am liebsten mache. Sie können aber auch jeden anderen Zeitraum wählen. Ich persönlich denke, dass der Stundenzeitrahmen derjenige ist, den die meisten Leute auf ihren Charts sehen. Da es sich hier aber um ein Demokonto handelt und wir ein Experiment machen wollen, werde ich den Zeitraum von 1 Minute wählen und das sollte zu neuen offenen Positionen innerhalb von 1 oder 2 Minuten führen, falls wir hier ein Signal erhalten. Ändern wir also den Zeitraum auf 1 Minute und los geht's. Sie können das Trading Panel hier aktivieren oder deaktivieren. Wir brauchen es nicht wirklich, also deaktiviere ich es und möchte noch ein paar andere Dinge einstellen. Ich mag zum Beispiel das Gitternetz nicht, also wird das jetzt aus dem Weg geräumt. Wenn Sie die Farben des Charts anpassen möchten, können Sie die Taste F8 drücken. Und hier sind einige Einstellungen, die Sie vielleicht ändern möchten. Hier ist zum Beispiel eine Chartverschiebung, die die Kerzen nach links verschiebt, falls Sie Indikatoren verwenden, die in die Zukunft verschoben sind. Ich möchte die Schaltflächen für den schnellen Handel nicht sehen und bin mit den Farben zufrieden. Wenn Sie mit den Chart-Einstellungen zufrieden sind, können Sie mit der rechten Maustaste auf Vorlagen klicken und diese als Standardvorlage speichern. Hier sind einige Beispielvorlagen. Ich nenne diese hier Default, speichere sie und das war's dann auch schon. Wenn Sie auf die Registerkarte Historie klicken, können Sie sehen, dass wir ein paar Positionen gehandelt haben. Heute ist der 4. Januar und da wir jetzt die Einstellungen auf 1 Minute geändert haben, sollten wir heute noch ein paar weitere Trades sehen. Der Beweis, dass das System funktioniert, ist also erst einmal ausreichend. In den nächsten Videos nehmen wir noch ein paar Anpassungen vor, aber bisher bin ich mit den Ergebnissen zufrieden. Das war's für dieses Video. Ich danke Ihnen fürs Zuschauen und wir sehen uns im nächsten Video wieder.